Ein italienisches Wimmelbild. Der Berg, der hinten in der Ferne am Festland, das ist der Vesuv. Das wird jetzt in Schnaps verwandelt. Wann immer ich in Süditalien war, haben sie mir gesagt, du musst nach Procida. Und sie wissen, sowas lasse ich mir normalerweise nicht zweimal sagen. Und jetzt bin ich endlich hier auf der kleinsten Insel im Golf von Neapel. Oh, sorry. Gut 20 Minuten dauert der Fußweg vom Fährhafen bis zu meinem Hotel. Oh, wie schön. Coricella heißt das Viertel gleich nebenan. Für mich die erste Entdeckung. Ich finde das so süß hier. Diese vielen kleinen bunten Häuschen, man weiß gar nicht, wo eins anfängt und das andere aufhört. Zauberhaft, oder? Wer auf Procida unterwegs sein will, der muss gut zu Fuß sein. Denn hier geht's auf und ab und auf und ab. Die Insel ist zwar klein, aber sie hat sehr viele Treppen. Ich bin jetzt mit einer Insulanerin verabredet, mit Gaia, und sie wird mir jetzt ihr Procida zeigen. Hi. Hi. Gaia? Yes. Right. Nice to meet you. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und was hast du schon von der Insel gesehen? Also ich war auf jeden Fall am Hafen und hier in Coricella. Und das war's bisher. That's it. I have to show you more. Komm, ich zeig dir mehr. Ja, sehr gern. Sure. Come. Okay. Hier sieht man an allen Ecken und Enden Madonnen. You see Madonnas everywhere. So you must be super religious. Ihr seid also sehr religiös? It's true. Das stimmt. Die hier ist eine der bekanntesten und größten. Wir sind jetzt an der Kirche von San Leonardo. So wird auch die Straße genannt, obwohl die eigentlich einen anderen Namen hat. Wir haben 14 Kirchen hier auf der Insel. Jedes Viertel hat seine eigene. Fast so viele Madonnen wie Autos hier. Gar nicht so einfach hier zu filmen. This is your main road, obviously. Das ist hier die Hauptverkehrsader. Fast. Wir haben wirklich viele Autos und Motorroller hier. Gaia, was mir aufgefallen ist, hier in Procida gibt es viel weniger Tourismus als zum Beispiel jetzt auf Ischia oder Capri. Wie kommt das? How come? Ja, hier haben sich die Dinge einfach anders entwickelt. Die Männer auf der Insel haben immer auf Schiffen gearbeitet, überall auf der Welt, auf Frachtschiffen und heute auch auf Kreuzfahrtschiffen. Wir haben hier eines der ältesten nautischen Institute von ganz Europa. Hier werden Kapitäne und andere Offiziere ausgebildet. Die Menschen auf Procida haben den Tourismus nie wirklich gebraucht. Hier gibt es keine großen Hotelanlagen. Procida ist einfach authentisch geblieben. Ja, ja gut, wenn man seine Insel für sich selber haben kann, ist es ja auch nicht schlecht. It's not a bad way of living to have the island on your own. Nein, das ist es nicht. Geil, ihr habt eine Menge Fahrräder hier. You have a lot of bikes on the island.
Ja, das meiste davon sind E-Bikes. Fast jeder hat hier eins. Ich auch. Ist klar, es geht immer rauf und runter. Ja. Die Insel ist einfach ziemlich hügelig. Die E-Bikes sind das beste Fortbewegungsmittel. Sie sind umweltfreundlich und du findest wenigstens einen Parkplatz. Wenn du Lust hast, kannst du eins leihen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das mache ich vielleicht später. Super Idee. Oh, was für ein schöner Aussichtspunkt hier. What a nice view we have. Von hier kann man über die ganze Bucht von Chiaia schauen. Die Besucher denken immer, der Berg da hinten gehört auch noch zu Procida. Aber sorry, das ist schon Ischia. Ah, das kam mir schon so bekannt vor, da war ich ja schon mal. Procida ist gerade einmal 4 Quadratkilometer groß. Aber hier leben mehr oder weniger 10.000 Menschen. Es ist die am dichtesten besiedelte Insel im ganzen Mittelmeer. Die alte Straße führt immer weiter hoch, zur Terra Murata. Gemauerte Erde nennen sie die kleine Siedlung hier oben. Wir sind jetzt auf dem höchsten Punkt der Insel. Das wäre eine schöne versteckte Kirche, das ist. What a nice hidden church. Das ist das mit Abstand älteste Gebäude auf der Insel. Die Kirche ist San Michele gewidmet, dem Erzengel Michael, unser Schutzpatron. Wow, das ist wirklich eine sehr imposante Kirche. It's really impressive. Die Abtei wurde schon im 11. Jahrhundert gegründet. Wir laufen übrigens gerade über den ersten Friedhof, den es hier überhaupt gab. Priester und wirklich reiche Leute wurden unter unseren Füßen beigesetzt. Dann laufe ich besser drumherum. Aber die Decke, die ist ganz besonders schön. Das ist ein wichtiges Kunstwerk für die Region. In der Mitte siehst du den Erzengel Michael mit anderen Engeln. Gaia hat mir aber noch was ganz Besonderes versprochen. Wunderschön hier. Was ist das da hinten für eine Insel? Ist das Capri? Is it Capri over there? Das ist Capri. Daneben liegt Sorrent. Und dann kommen Neapel und der ganze Golf. Das ist die beste Aussicht, die ich jemals hatte von einem Kirchenbalkon. Hier kannst du unseren Palast sehen. Procida war lange eine Gefangeneninsel. Der Palazzo Davolos war bis 1988 ein Gefängnis. Wenn du willst, zeige ich es dir. Ehrlich gesagt, das hier sieht längst nicht mehr aus wie ein Palast und auch nicht wie ein Gefängnis. It doesn't look like a palace or a prison. Ich weiß, aber warte, bis du drin bist. Ich verspreche dir, drinnen wird es wirklich unheimlich. Okay.
Du hast recht, das ist wirklich ganz schön spooky. A lot of beds. Ganz schön viele Betten. Das Gefängnis war berüchtigt für seine Härte und die wirklich unmenschliche Behandlung der Gefangenen. Das hat sich erst geändert, als hier die Jesuiten das Kommando übernahmen. Die Haftbedingungen verbesserten sich. Die Insassen durften arbeiten, haben Kleidung hergestellt und Gemüse angebaut, das dann auf der Insel verkauft wurde. And fruits in the garden of the prison, and they sell it to the inhabitants. Aber wenn man mal durchzählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind bestimmt 15 Betten hier. Vielleicht sogar, ne, da vorne sind auch noch ein paar, wie viele Leute hier auf engstem Raum gewohnt haben. I don't want to imagine how it is to live for years and decades. Yes. Oh, dieser Stuhl ist so gruselig, vor allem hier mitten im Raum. Das ist die Krankenstation. As you can see. Da wurden die Leute festgebunden. Und hier sieht man noch sowas wie Krankenakten. Ja, dieser Gefangene, Alberto Bortone, hat sich offenbar das Bein gebrochen. Das hat der Arzt hier notiert. Schauen Sie sich diesen Ausblick an. Da hinten sieht man den Vesuv und Neapel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das gut ist, wenn man hier drin ist und diesen Ausblick hat, oder ob das einen besonders verrückt macht. My grandmother's brother. Der Bruder meiner Oma war für mehr als 40 Jahre hier der Priester. Nachdem das Gefängnis geschlossen wurde, hat er mir erzählt, dass es zwar Ausbruchsversuche gegeben hat, aber niemand hat es geschafft, von hier zu fliehen. Wie gut, dass wir nicht in dem alten Gemäuer bleiben müssen. Uns zieht es zurück in das niedliche Viertel am Hotel. Jetzt sind wir auf der Südseite der Insel. Hier ist es immer ziemlich warm. Der Hafen hier ist anders als die Marina Grande, wo du angekommen bist. Coricella ist der Fischerhafen. Hier runter kommt man nur über eine der vielen Treppen. Wenn du Lust hast, können wir eine Bootstour machen. Ah ja, it's a good idea, sehr gerne. Aber ich glaube, weil du gesagt hast, das Wetter ist so wechselhaft, ziehe ich mich gleich nochmal um, nach dem Essen. Ja, es könnte ein bisschen windig werden. Ja, perfekter Plan. Machen wir so. Hi, ciao Andrea. Saliamo. Hi, I'm Simi. Nice to meet you. Wenn man hier aufwächst, hat man dann auch so eine bestimmte Verbindung zum Wasser? When you grow up here, do you have like a special relationship to the sea? Sure, of course. Ja, klar. I swim every time I can. Von April bis in den September gehe ich schwimmen, wann immer ich kann. Am liebsten vom Boot aus, mit meinem Vater oder meinem Bruder. Beide sind gerne mit dem Boot unterwegs. Klingt voll schön. Man kennt hier garantiert immer jemanden mit dem Boot. Naja, von hier sieht die Küste ja ganz anders aus. Also die Insel hat hier ein ganz anderes Gesicht. The coast seems super rough on this side. Wir sind in einem ehemaligen Vulkankrater unterwegs. Wir haben 5 davon direkt an der Insel. Aber sie sind alle inaktiv. Hier auf der Karte kannst du sie ganz gut sehen. Ah, ja. Aber das sieht man ja richtig deutlich. This is the most evident one, I think. Procida ist jünger als Ischia gleich nebenan. Beide Inseln sind aus Vulkanen entstanden. Auf Ischia gibt es noch heiße Thermalquellen. Auf Procida gibt es keine vulkanischen Aktivitäten mehr. Hier ist alles sicher. So we are safe on the island. And, yeah.
Auch gut zu wissen, wenn man für den Urlaub herkommt. Jetzt sind wir am Hafen von Chiajolella. Das ist unsere dritte Marina, auf der entlegensten Seite der Insel. Ich bin ja ein Riesenfan von diesen bunten Häuschen. Ich finde die so süß. Aber wie kommt es eigentlich, dass die so bunt sind? Why are all the houses so colorful here? Ein Grund ist, dass die Fischer früher schon von weitem ihre Häuser erkennen konnten. In the ancient time, the fishermen used to watch from far to the marina, so they can recognize their own house. Und gucken, ob noch alles in Ordnung ist and see if everything is okay there. Yes. Genau. Also, another reason. Und ein anderer Grund war, dass die Pastelltöne geholfen haben, die Hitze aus den Häusern zu halten. Against the summer heat. So they try to stay fresh inside. So, endlich am Strand. Finally at the beach. Yes, this is Pozzo Vecchio. Das ist der Strand von Pozzo Vecchio, aber die meisten nennen ihn Il Postino. Der Strand war Kulisse für den gleichnamigen Film mit Massimo Troisi. Oh, kenne ich nicht. Er ist einer von 5, 6 Stränden. Wir sind hier ganz im Westen. Hier kannst du wunderbar den Sonnenuntergang beobachten. Aber Gaia, nicht nur The Postman wurde ja hier gedreht, sondern ich erinnere mich auf jeden Fall noch an mindestens einen Film, und zwar der talentierte Mr. Ripley. The Talented Mr. Ripley was also filmed on this island of Hearts, right? Right, not here, but Nicht an diesem Strand, aber an anderen Stellen auf der Insel. Hier waren schon viele Filmcrews. Aber das ist der bekannteste Film mit Jude Law, Matt Damon und Gwyneth Paltrow. Hast du die hier getroffen? Did you met, for example, Matt Damon? Oh, den liebe ich ja sehr, Jude Law. Leider nein. Ich war erst 4 oder 5 Jahre alt, als der Film entstanden ist. Okay, gut, da war ich schon einen Tacken älter. Wie war denn das eigentlich hier auf so einer Insel, auf so einer kleinen Insel groß zu werden? How was your childhood here on the island? Bis ich 18 war, war es der ideale Platz. Es war sicher, anders als in großen Städten. Du hattest die Natur vor der Tür, das Meer. Alle Freunde waren in der Nähe. Aber wenn du älter wirst, merkst du, dass die Insel immer kleiner wird. Du willst anderes entdecken. Die Perspektive ändert sich einfach. The perspective changed a little bit. Ja, aber glücklicherweise liegt ja dann Neapel gleich vor der Haustür. Luckily you have Naples directly in front of the island. Yes, and I can always... Ja, und ich kann immer wieder herkommen. Ich habe den Rat von Gaia beherzigt und habe mir jetzt ein E-Bike ausgeliehen. Kostet übrigens 20 € am Tag. Und das hat hier eine Hupe. Super nervig, aber ich glaube, wir werden es brauchen. Andiamo, los geht's. Hui. Wer es eilig hat, schafft es in 20 Minuten von einem Zipfel der Insel zum anderen.
wir uns auch mal von dieser Seite. Da hinten die Terra Murata, da waren wir ja schon. Und schauen Sie mal, der Berg, der hinten in der Ferne am Festland, das ist der Vesuv. Kann man von hier sehen, fast überall. Procida ist auch als Zitroneninsel bekannt. Deshalb hat mich Gaia an eine Adresse ganz am anderen Ende der Insel geschickt für eine sehr italienische Spezialität. Na, ich glaube, hier muss es sein. Hallo, ich bin Roberta. Wie geht's dir? Was für eine Aussicht und das direkt vor der Haustür. Oh, and you have a dog. Yes, I have a dog. It's my dog. Oh, auf den freue ich mich auch besonders. Spaniel Cocker. Ja. And your garden, of course. Was für ein Garten auch. Unseren Limoncello machen wir vor allem mit den gelben Zitronen. Aber es geht auch mit den grünen. Ah, okay. Gut, dann pflücken wir. Ist mein erstes Mal übrigens, dass ich Zitronen pflücke. Die will sich nicht lösen. Hier ist auch noch eine. Die geht aber noch nicht gut ab. Na gut, die sind auch noch nicht ganz fertig. Oh. Riecht schon richtig nach Zitrone. Ah, very beautiful. Sehr gut. Das wird jetzt in Schnaps verwandelt. Wir nehmen nur die grüne Schale, nichts von dem weißen. Okay. Oh, nee, das ist zu viel, ne? No. Oh, ich versau es schon. Ich brauche mal einen Sparschäler. Das dauert aber lang. Aber ich habe hier in den Geschäften gesehen, es gibt auch überall Limoncello zu kaufen. You can buy Limoncello everywhere on the island. Ja, das stimmt. Aber für die Familie, für Freunde machen wir den Limoncello selbst. Den kaufen wir nicht. Okay, ja gut, aber wenn ich einen ganzen Garten voller Zitronenbäume hätte, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht kaufen. Ich glaube, die gelben Zitronen sind leichter zu schälen. Ja. Gelbe Zitrone ist besser. Ja. Warum sprichst du eigentlich ein bisschen Deutsch? Because ich habe studiert in Neapel in Goethe Institute. Okay, siehst du verstehst es doch und sprichst doch Aber sehr gut. ich spreche nicht gut, nur ein bisschen nur. Okay. Alkohol? Also halber Liter Alkohol, halber Liter Wasser und ungefähr 300 Gramm Zucker. Das habe ich verstanden. Okay. Falls Sie das zu Hause nachmachen wollen. Der hat aber schon eine schöne Farbe. Ja. Prost! Der riecht schon ganz wunderbar nach Zitronen. Nicht zu vergleichen mit dem, was ich sonst nach einer Pizza bekomme. Sehr lecker. Sehr zitronig, sehr süß. Fein. Ich habe auch eine Torte mit Limoncello, mit Zitronen. Buona. Ti piace? Gefällt dir? Ja. Sehr lecker. Vielen Dank. Ein paar kleinere Hotels und Ferienwohnungen, das war's fast mit den Unterkünften auf der Insel. Aber es gibt auch eine Alternative für den Besuch auf Procida. Hier soll einer der Campingplätze sein, von denen Gaia mir erzählt hat. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, aber wir schauen mal. Hallo, kann ich dir weiterhelfen? It's a beautiful place. Es ist so schön hier. Thank you. Wenn du willst, zeige ich dir die Anlage. Ja, sehr gern. Also so einen Ort habe ich noch nie gesehen und vor allem hier mitten in der Stadt auch nicht erwartet. I didn't expect to see that here. Super nice. Thank you. Danke, das freut mich. Auf unsere Wohnwagen bin ich besonders stolz. Do you think I can take a look inside? Yeah, of course. I can show you the inside. Super, reinschauen. This one Das hier ist einer von den kleinen. is the small one. Oh, It's das just ist sehr for two gemütlich. people. Der ist nur für 2 Personen. Wir haben aber auch welche mit 4 Schlafplätzen. Vor allem Kinder lieben die Wohnwagen. Ja, ich glaube nicht nur Kinder lieben das hier. Ich würde es auch lieben, hier zu übernachten. It was not so easy. Und das war gar nicht einfach, die Wohnwagen über die Insel hierher zu bekommen. Auf the narrow roads, weil es alles so schmal Streets are ist. really tiny. Yes. Und das sieht aus wie auf einer Safari. Looks like you're on a Safari. Yeah.
Die Unterkunft gefällt mir am besten. Es gibt uns seit 3 Jahren und langsam nimmt der Tourismus auf der Insel Fahrt auf. Tipptopp. Das ist eines unserer skandinavischen Zelte. Schön. Und wie viele Leute können hier übernachten? How many people can stay here? 65. Damit sind wir die größte Unterkunft auf der Insel. Wer will, bekommt von uns auch ein Fahrrad. Und wir machen Touren mit unseren Oldtimern. Das hört sich gut an. Hast du Lust auf eine Spritztour? Ja, auf jeden Fall, gern. Ist Procida denn eigentlich wie tot, ausgestorben im Winter? Is it like dead in winter? Ja, die Insel ist dann im Tiefschlaf. Außerdem arbeiten viele hier auf den Schiffen. Oh Gott! Die Italiener und Autofahren! Sorry, unser Fahrstil ist schon speziell. Procida ist wirklich die authentischste Insel im Golf von Neapel. Hier findest du Menschen, die auch das ganze Jahr über hier leben. Sie lieben einfach ihre Insel. Spätestens jetzt weiß ich, warum die Locals hier die Insel so lieben. Deswegen. Is that Ischia over there? Ist das Ischia? Ja, von hier ist es fast ein Katzensprung. Ja, super nah. It's a nice coastside, super schöne Küste. Das ist mein Lieblingsplatz. Hier kannst du morgens laufen und abends nach der Arbeit schwimmen. Es ist schon wieder an der Zeit, Ciao zu sagen. Ich hoffe, Procida hat Ihnen genauso gut gefallen wie mir. Nicht so posch wie Capri, nicht so überfüllt wie Ischia. Einfach eine Insel zum Entdecken. So heißt es ja. Und ich finde, das stimmt auch. Es ist einfach ein sehr ursprüngliches, zauberhaftes Fleckchen hier. Nicht unbedingt für 3 Wochen Sommerurlaub, aber perfekt für ein langes Wochenende. Also machen Sie es gut. Arrivederci.